Willkommen zurück zu Tales of Arise. Ich bin FioreBo und wir schauen uns ein bisschen hier in Legis um. Wir haben schon eine Kiste. Lecker, lecker. Papa mit seiner Tochter. Okay. Und habe schon gewusst, dass hier was passiert. There's something I just don't get. What is it? The crown contest itself has always gone ahead as planned, right? In which case, the current sovereign of Rena should be whoever it was that won the previous contest. Yeah, that makes sense. So, who was it then? Hanfried Milgras, the former lord of Cislodia, if memory serves. So then this Hanfried whatchamacallem, he's the current ruler of Rena? The last I heard, yes. Though, admittedly, I haven't actually seen him since the end of the previous contest. You're saying that ever since becoming sovereign, he's never actually shown himself on Lenegus? I guess over holocom maybe, but not in the flesh. Same thing goes for the sovereign that came before him. Now that you mention it, I don't recall anyone ever visiting Lenegus from the motherland, sovereign or otherwise. And that never struck you as a little bit odd? When you live here, it's as if you're conditioned not to notice all these strange quirks and discrepancies. The question is then, by whom? And to what end? A new Renis Alma is supposedly created to coincide with every crown contest, meaning each victor is awarded their very own. In other words, if that's true, there should be as many of the things out there as there have been contests. True, but going on what we witnessed in Pelagian, it didn't look like the sort of thing that could be made to order. But if even the victor's speeches have been part of some grand deception, then where are they? Quite frankly, I'm not even sure what to believe anymore. You and me both. Though we are Renin by blood, neither of us even knew that such a thing as a Dark Master Core existed, remember? With any luck, the Forbidden Zone might give us some answers. No use standing around here chatting about it then. Let's get a move on. Ja, bin ich auch der Meinung. Lass uns mal loslegen. Wir gucken uns erstmal hier um. Der ist verdächtig. Der sitzt einfach so ganz allein rum. Und der ist auch verdächtig. Ja, die sehen sich voll identisch aus. Wie viele Modelle haben sie denn von den Leuten hier gemacht? 3? So, okay. Hier ist sonst nichts. Schade. Doe? Faria. Varia? Isn't that the person that Avakir guy was... But why are you here? Wait, don't tell me you've given up on the crown contest and come crawling back home from Dana already. Nothing to say? Even though you were willing to kill Tarnigan to secure your position as Lord, you still... kill? I'm here to take care of something. If you wish to continue this conversation, I only ask that you wait until I'm finished. Oh, of course. You always did prefer to take the coward's way out. Even after 7 years and living on that Danon rock, you haven't changed one bit. But let me tell you, I haven't changed either. Not a day's gone by the past 7 years that I haven't hated you. If killing me will bring you peace, then so be it. Dohalim, what the hell are you saying? First, I have business to take care of. If it's vengeance you seek, I will grant you it. But you must wait. My sins are legion. Let me finish what I came to do. Then you have my word. I will let you do whatever brings you peace. Sure, that's it. Run away like always. You don't even have the courage to die. No wonder you leave it to someone else! You're just a coward! Dohalim. I apologize that you had to witness that.
Is it true? What she said about you killing someone? Each of us have our pasts. I am no exception. Before, back in Menancia, you mentioned having taken a friend's life over the throne. Is that what she meant? The mistakes I made there were not my first, and may not be my last. I will say no more. Did you mean what you said? About letting her take your life if she wanted to? She has more right to my life than anyone. But you can't just... Whatever happens, I have sworn to put an end to the crown contest, and to ensure continued coexistence in Menancia. I have no intention of expiring before I do so. There are far too many questions I still seek answers to. Besides, you have just as much reason to kill me as she does. Dohalim! Forgive me. Some things are best left unsaid. Ja, Dohalim, was machst du denn für Sachen, ne? So, jetzt sind wir einfach hier vorgesprintet oder was? Aber ja, können wir jetzt die gleich mal sehen? Ne, natürlich nicht. Schade. Ja, die rote ist da gewesen, also unsere Ankunft war nicht... wurde nicht bemerkt. Ich gedacht habe, dass hier schon was gemacht wird. So, hier war auf jeden Fall was. So. Dann drehen wir weiterhin vor. Rein theoretisch sind das ja alles unsere Gegner hier, ne? Alles potenzielle Gegner. Hier wird nochmal geheilt. So. Oh. Gut, gut. Mal hier. Da wird auch wieder. Da oben drauf, ja. Tofu. Okay. Wir haben ein bisschen Tofu gefunden. So. Oh. Ich weggehe, macht die keinen Zauber oder was? Ja, doch. Aha. Ah, guck mal. Was machen sie denn jetzt? Ach, saugen die etwa ihr Wasser wieder auf, um es nutzen zu können? Das ist ja immer interessant. Ja, machen sie wirklich. Oh, cool. Also so nicht unendlich ihr eigenes Wasser, scheinbar. Oh. So. Ich warte eigentlich nur darauf, dass wir endlich mal wieder kämpfen dürfen. Wow, this place is beautiful. Yeah. It must be some sort of rest and leisure area for the locals. You think? Man, these Renan sure know how to live it up, don't they? Is something the matter, Dohalim? Before I went down to Dana, my friends and I, we used to gather at this very spot and play music together. Avakir, Faria, and Tarnigan. That was a lifetime ago now. Tarnigan. He was the one that Faria mentioned, right? He was once my dearest, closest friend. As well as Faria's betrothed. Despite Faria's lower-class upbringing, she possesses a tremendous talent for music. Entranced by her playing, I helped her overcome her sense of inferiority and introduced her to Tarnigan and Avakir. It was a time of great joy. 4 people bound only by their love of music, with no care for social standing. Only the next song, the next melody. A friendship based on mutual respect, and a society where everyone is a prisoner to their social class. You really are different, Dohalim. I suppose it's natural you would see it as strange. I would have,
once. Now, I think the idea of breaking away from society's constraints and choosing your friends based solely on affection is something beautiful that's worth cherishing. Besides, it was that way of looking at the world that laid the foundations for coexistence in Menancia. Your praise does me too great an honor. I was merely following the wishes of my own heart. And even then, it only lasted until the crown contest began. After that, Tarnagin and I became fierce competitors for the position of Lord. Tarnagin had fallen for Faria. By becoming Lord, he aimed to wrest her from her humble origins and raise her to the highest echelons of society. But fate was not so benevolent. What happened? Tarnagin was no match for me in combat. On a level playing field, he wouldn't have stood a chance. But he was desperate and low on options, and he couldn't stand the thought of defeat. You mean he resorted to dirty tactics to try to win, right? But then why does Faria think... Wait, don't tell me she doesn't know. How could I tell her? Combined with the trauma of losing her beloved, and by her friend's hand, no less, she would have been devastated. So instead you let her go on hating you, so she could use that hate as a crutch for her grief? That's not the same as running away, though. It is exactly the same. Unable to face the loss of my friend and the burden of my duty, instead I decried my fate and looked away from what I'd done. As for what happened after, that you already know. But if you hadn't become Lord, Menancia wouldn't be what it is now. The Danans there would still be suffering under Renan oppression like before. Shion's right. What other lord would have treated me as you did? Anyone else and I would have been dead long ago. You've saved so many people, Dohalim. You saved me. It's thanks to you that I'm here today. So, try not to blame yourself. The burden you've placed on your own shoulders is too much for anyone to bear. Frank as always. But I shall do my best to heed your advice. Do you think he'll be all right? Yeah, I think so. He's got Kisara. It's important to have someone like that. I didn't realize how difficult it is just to be there for someone. Sometimes just knowing someone's on your side can be enough. And he knows, Shion. I promise he does. I hope you're right. Alphen. I never appreciated until recently just how much you were always there to support me. It Oh, goes doesn't both it, sir? ways. You've helped me keep going more times than I can count. Maybe, but I still wanted to say thank you. Oh. Zwei sind schon sweet, ne? So, hier haben wir einen I see a Händler. medic and supply officer over there. If they know you're with me, they'll likely offer their assistance. Ja. Und hier habt ihr also Musik gespielt und habt ein bisschen runtergeguckt auf die Leute. Gut, nix los hier. Schade. Dann gucken wir mal, ob wir uns Minimum versorgen können. What do you say we check back in on the ranch? Achso, das geht auch, oder was? So, was hast du denn so für mich? Ja. Auf jeden Fall würde ein bisschen besser sein. Okay. Ja, für dich wäre das ganz gut. So. Kann
Waffen schmieden. Nochmal ein besseres Schwert machen. Und haben sogar das Material dafür, okay. Ja, damit. Dich müssen wir noch machen, aber können wir nicht. Ich hatten wir gemacht, naja. So. Jo, was ist das für eine Kanone, Alter? Okay. Ich hätte gerne die Waffe, aber die darf ich nicht herstellen, okay. Dann machen wir die mal. So, die haben wir schon hergestellt. Hatten wir den schon hergestellt? Ja. So, bei ihm. Mal herstellen. Sehr schön. Haben wir jetzt alle hier hergestellt, ne? Hier nur die ersten nicht, sonst haben wir alle hergestellt. Naja. Bei ihm war das noch nicht herstellbar. Sonst haben wir auch alle, naja. Sie. Da beide Bücher einfach schlechter immer noch. Wir müssen sie trotzdem herstellen wegen gewissen Aufgaben, ne? So. Wir können uns den einen hier schon mal herstellen. Ja, kostet mich zwar auch Geld, aber was soll's. So, und bei dir können wir den besseren Stab herstellen. Das könnte schon mal ganz gut. Den müsst ihr auch noch mal herstellen. Können wir gerade nicht. Uns auch hier eine Dunkelmähne fehlt. Okay, hier können wir das bessere Schild herstellen. Sehr schön. Und hier. Was ist das, ein Transformer? Auch herstellen. Brauchen wir. Weil aus Gründen. So, Bahnhofsschild. Da findet uns der glühende Zaun. Wir haben aber auch ein bisschen Geld vielleicht. Brauchen wir unsere Goldstücke. Und dann unsere Verbrauchsgüter. Und dann das da Materialien. Hier jede Menge von. Und wir müssen wieder ein bisschen Cash in the Dash. Oh. Bringt uns nicht sehr viel Geld ein, aber besser als gar nichts. So, einfach mal ein bisschen was verkaufen. Auf die Menge kriegen wir vielleicht was zusammen, ne? So. Echt krass, wie wenig Geld wir gerade haben. Ist schon ein bisschen traurig. So. Wer sollte sich schon was tun? Auch nicht viel, ne? Scharfer Zahn verkaufen wir mal ein bisschen was. So. Gigazahn immer sehr beliebt bei uns gewesen, scheinbar. Gut, das war's dann aber schon, ne? Oder wir verkaufen die alten Rüstungen, das können wir noch machen. Die alten Rüstungen verkaufen, ja komm, verkaufen wir mal. Wenigstens ein bisschen Geld wieder. Echt eine Geldknappheit gerade. Ach guck mal, Sachen, die wir tragen, können wir sie gar nicht verkaufen. So. Dann haben wir das, über was wir dann halt behalten. Kann man eigentlich Sachen auch zurückkaufen? Wahrscheinlich nur für super teures Geld, ne? Ja, weil dann Vergangenheit natürlich doof, dass ich die Sachen alle gekauft habe, aber gut, was soll man tun, ne? So. Oh, cool. 165.000 mal wieder, nur weil wir unsere Rüstung verkauft haben. So, wenn wir Waffen noch verkaufen wollen würden, ne? Ja, das ist wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was. Wollen wir noch Preis sortieren? Oh. Haben wir die ganzen billigen da. Oder? So. Machen wir mal ein bisschen Geld zusammen hier.
So. Oh, mir fällt gerade was auf. Was wir mit den Scheiß noch brauchen. Alle verkaufen? Ne. Fuck. Daran hab ich jetzt nicht mehr gedacht. Shit. Hier geht es. Okay, hier ist mir das aufgefallen. Gut, hier können wir noch machen. Hier ist alles gut. Hier ist... Hier ist nicht alles gut. Fuck, und hier auch nicht. Schwarzton, die beiden brauchen wir. Okay. Warte, ne, die habe ich ja schon. Nee, die habe ich nicht. Die habe ich beide schon gemacht. Ich bin so dumm, ich hätte immer auf der Seite schnell gucken sollen. Oh! Okay, gut. Bei Lore. Alles gut. Also, warte, für diese brauchen wir nur die Waffe, ne? Noch, ja. Den Rest haben wir alles erstellt. Okay, und bei ihm brauchen wir die Waffe noch. Können wir trotzdem eigentlich alles verkaufen, was wir nicht brauchen, ne? Aber weiß, ob noch weitere Waffen kommen, ne? Deswegen schauen wir erstmal, warten wir erstmal ab. Genau. So, hier wollen wir den noch machen. Den habe ich schon, okay. So, also den muss ich machen. Und den hier. Okay, also theoretisch passt das alles hier noch. So, hier müssen wir den noch machen. Und dunkle Mähne für, okay. Gut. Ja. Und bei ihr machen wir das Bauernhofschild noch. Das ist aber okay. Sonst haben wir alles okay, gut. Dann können wir das mit den Waffen so lassen. Bauernhof war noch was, ne? Zack. Okay, 17 Schwein. Und wir machen einfach mal jetzt Schweinchen. Wir machen einfach mal so. Gucken wir mal, wie viel Schweinchen, wie viel wir müssen ja nichts investieren jetzt. Wie viel Geld wir da rauskriegen. Zubehör. Jetzt Stufe 6 hier. Das ist 5 wirklich das höchste, was ich mal hoffe. Jetzt hat Stufe 6 Sachen gefunden, aber das waren dann wahrscheinlich nur Dingens von uns, wie heißt es jetzt? Restgegenstände, ne? So. Ja, sieht doch gut aus. Auch Gott sei Dank. Müssen da auch nicht mehr rein investieren. Gut. Müssen wir schlafen? Eigentlich nicht, ne? Wir sind ja gerade gut dabei. Deswegen, und die sieht ein bisschen mürrisch aus, oder? Ja, brauchen wir nicht rasten. Komm. Und zwar ein bisschen, schon wir haben doch ein bisschen Heal verbraucht, ne? Ja, 70 Heal. Aber wir sollten noch genug haben. Komm, gehen wir weiter. Schauen wir mal. Und hier haben wir unseren ersten Gegner, oder was? Damn it. Lenegis soldiers. Any way we can avoid fighting them? That all depends on them. Whatever happens, be ready. Natürlich müssen wir kämpfen. Well, so much for them not wanting to fight. Ho! I am Lord Dohalim of Elden Menentia. I command you. The rest of the city must be erased. No. Have they been brainwashed too? Brainwashed or not. If they want to fight, they got one. Boom, boom. Und. Boom. So. Boom, 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 boom. Und. Komm. Boom, hau mal so ein Schild kaputt. Hat gut geklappt. Those soldiers seem different from the citizens we've come across so far. Yeah, they weren't big talkers, that's for sure. They just attacked without warning. They weren't in the least bit fazed by Dohalim's presence either. Indeed. They seem to recognize us as enemies, nothing more. And yet, traditionally, Lenegis hasn't been high on threats. A few frenzied Zeugles during experiments here and there, but not much else.
Their glazed-over eyes reminded me of the soldiers and slaves we met back in Ganath Harros. The ones in blind devotion to Volron. I've never seen anything like that here on Lenegis before. Maybe someone doesn't want us here, and the soldiers are their way of letting us know. What with the Red Woman, the Sovereign, and Volron, we're starting to develop quite the growing list of adversaries. At least we'll know to keep our wits about us. So, wir können geradeaus. Und geradeaus ist eine Sackgasse, okay. Sehen wir denn hier was Tolles vielleicht? Oh, Monster, das auf uns wartet. Cool. Ah, und nur wenigstens Loot hätten sie hier verstecken können. Aber haben sie auch, aber nicht viel. So, also ist das jetzt mehr wieder so ein Dungeon. Okay. Radioaktive Zeuge oder was? So. Boom, boom. So. Oh, da haben wir schon kaputt gemacht. So. Und du mal. Zack. Guck mal, er springt mir schon rein. Sehr schön. Boom, boom, boom. Und. Boom. Oh, der ist eingefroren. Er kriegt auch keinen Schaden, okay. Interessant. Und. Lightning Tiger Blade. Okay. Looks like we won. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Machen wir weiter. Haut rein. Ciao, ciao.